Alter Schwede, wie die den foltern. Links nicht. Was haben wir hier links? Wir haben hier... Alter Schwede. Und den einen Typen haben wir doch leben lassen, oder? Oh, zurück. Und die foltern den nach volles Programm. Wenn der Bildschirm rot wird, müssen wir wieder zurück. Das kennen wir ja von The Walking Dead. Hier ist dieser kranke Sack. Oh. A day, my lord. 2 at most. What was that? Oh. My lord? Shh. Listen. Ein Garrett. Boah, das Game lässt dir keine Zeit zum Luft holen. There. Oh nein, die haben das Pferd gehört. Nein. Hear that? Was machen? Run. Stay still. Run. Stay still. Stay still. Wir bleiben einfach stehen. Scheiß drauf. Das kann schnell tödlich ausgehen. Never mind. We've wasted enough time already. Oh, Gott sei Dank war eine gute Entscheidung. Wären wir gelaufen, dann hätten die uns gesehen. Oh, der arme Typ, hey. Gehen wir mal dahin. Was haben die mit dem gemacht, hör mal? Psychopathen. Oh ne, müssen wir da jetzt hin, ja? Ja, wir müssen da hin. Wahrscheinlich springt er uns gleich an oder so. Ich bin immer noch total geflasht von der letzten Folge und jetzt gleich wieder geht's hardcore weiter. Und Garrett, der kriegt auch keine Ruhe. Alter Schwede. Die haben ihm die Haut abgezogen. Alter, was sind das für Psychos? Boah. Zurück Haus Forrester hier anscheinend. Oh, da gefällt's mir. Mit Lord Ethan anscheinend. Lord Ethan! As I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. Das wissen wir schon. 300 generations of Forrester Lords stand behind you. 300 Generationen von Forrester Lords stehen hinter uns. Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Gregor the Good. He was fair and wise and courageous. Wir sagen, dass wir so sein möchten wie er. I want to be like that, like my father. Your father was well regarded by nearly everyone. It took years, if not decades, to earn. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forrester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Forrester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Ich mag den anderen mehr, ehrlich gesagt. Der ist mir ein bisschen härter. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Krieger an unserer Seite. Obwohl der auch ein bisschen... Oh, okay. Obwohl der auch ein bisschen hart drauf ist, ehrlich gesagt. Ein bisschen zu hart. Was geht hier ab? Wo ist das, man? Fragen, warum er getreten wurde. Why did you kick this man? This Craven is a deserter and a thief. Ein Deserteur und ein Dieb? This house is doomed! We all fucking know it! Quiet, thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. Die Waffen gestohlen? 2 shields and 3 spears. Wir fragen ihn. You stole from us. I feared for my life. Yes, my lord. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks He's true. right. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay?
Die werden gar nicht bezahlt. Okay, der hat also nur gestohlen, weil er noch nichts bekommen haben. Und das sehe ich als... Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Most of us won't even live to Wir see fragen it. ihn, ob er das Make him verbrechen soll. admit to the crime, in front of all gathered here. I am only what this house made me. You cannot expect a man to live on loyalty alone. Ja, das stimmt allerdings. You'll address him as Lord. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it Men is. need to know they cannot do whatever Stehlen the fuck für they Nahrung please. und Essen ist Their keine Lord verbotene will not Sache. permit it. You can send him to the wall. Wir werden jetzt eine heftige Entscheidung zu treffen haben. Die Leute wollen Mercy, Vergebung, andere wollen bestrafen. Wir entscheiden jetzt. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please, my lord. My Ich family zeige ihm depends on Vergebung. me. Seine Familie dependet an ihm. Take his 3 fingers. Wir können ihn zu dem Wall schicken. Wir werden Gnade zeigen, oder? Ja, wir werden Gnade zeigen, denn er hat nur gestohlen, weil er nicht bezahlt wurde. Und das ist selbst unter diesen Umständen erlaubt, weil es ist gar kein Diebstahl dann. Our house tends to its people. Und damit setzen wir ein See, Beispiel. this man is paid and his family is fed. Lord Ethan, you are truly a merciful and noble lord. My lord, this man is a criminal. Ruhe. A brazen thief. He still serves House Forrester and deserves our protection. So sieht's He's aus. a rat in our grain stores. Er hat kein Essen bekommen. We must speak about our gold reserves. Soon. My lord, I thank you for the mercy you've shown me. I will never forget my debt to you and to this house. Wir müssen ein Beispiel setzen, dass die Leute hier wissen, dass wir auf ihrer Seite sind. Und nicht jetzt mit Härte durchgreifen, wo die Leute so schon am Rande der Zerstörung leben. Auch wenn das uns schwach aussehen lässt. Certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Not just yourself, of course. You can weigh on any lord. Maester, what do you think? Me? Yes. Fragen wir ihn, was Did er I denkt. do what's right? Disloyalty shouldn't be rewarded if others will take advantage of your mercy. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom and experience. Fragen Who ihn, do you wen, think I should choose? fragen ihn, wen er There are two nimmt. capable men for the role. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Okay, wir müssen uns jetzt einen Berater The aussuchen, eine bracer rechte of Hand. the Sentinel. The badge of office. Tonight is your first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen Sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Your Sentinel will wear this for all to see. Take it. Thank you for your counsel, Maester. It is my duty. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Alles klar, wir müssen eine Entscheidung treffen, wen wir als neue rechte Hand für Haus Forrester einsetzen. Keine leichte Wahl. Denn wir haben den einen, den harten, durchgreifenden Soldaten, sag ich mal, der Stärke zeigt, und den weiseren, wenn vielleicht auch manchmal zu schwachen. Wir haben jetzt selber keine Stärke gezeigt eben gerade. Vielleicht werden viele sagen, warum haben wir den nicht bestraft? Aber ich sage ganz klar, wer stiehlt und nicht bezahlt wird für seine Arbeit, das ist eine ganz klare Sache. Wenn ich arbeite, dann ist das mein Recht. Und er hatte, dieser sogenannte Dieb hatte das Recht auf Bezahlung. Und deswegen mussten wir da Gnade zeigen. Definitiv. Denn es ist für mich in meinen Augen kein Diebstahl, wenn jemand stiehlt, um nur sein Recht einzufordern. Und er hat selber gesagt, die wurden nicht bezahlt, die haben kein Essen. Und er hat sich das nur genommen für seine Familie. Und er hat ja wirklich gedient, von dem her ist jetzt Gnade angebracht, ganz Do klar. it like you mean it. Oh, wir haben hier Ryan. Schauen wir ihn mal an, was macht er denn? Der macht sich ein Schwert. Der Junge, der auch schon langsam mitbekommt, was hier abgeht. Und auch an ihm geht das hier alles nicht spurlos vorbei. Reden wir mit ihm. Careful.
Keep at it and you won't have much left. Something to pick your teeth with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. I carved this to give me strength. And this, Roderick. so I remember. Oh. I mean, I could never forget. But, you know, don't you? You honor Roderick with this. He was a strong one. He was. Yeah. Someday, I'll have a real one. But not like that one. Only a lord could have that sword. You'll have a good sword. I'm sure of it. I watched you today. I saw what you did to that man. Der Junge hat also zugeschaut. Was he our enemy? A bad man? Everyone keeps talking about them. Enemies. Talia told me what it means. Er war nicht unser Feind. Die Leute sind einfach noch fertig mit der Welt. No, he's not our enemy. But he did a bad thing. Then I wish you'd hurt him. People who do bad things need to be punished. Someone did something bad to Father and Roderick. Someone should hurt them even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll find the men who took Roderick someday, and I'll make sure I have a real sword when I do. Und der Kleine hat schon ganz schön Rachegelüste für so einen kleinen Jungen. Gefällt mir nicht unbedingt seine Entwicklung. Aber natürlich versteht man auch, der hat seinen großen Bruder verloren. Und wir haben das Badge von das Armband des Sentinels, unsere rechte Hand von Lord Forrester. Von uns sozusagen. Dann reden wir mal mit dem guten Kameraden und schauen uns an. Come on, what did I say? Eigentlich würde ich ihn lieber als General irgendwie haben. Parry, again. Der ist stark, mutig und vielleicht auch manchmal zu mutig. Wir reden mit ihm. Sword up, swing left, parry. Wrong. I didn't know Sir dogs Royland, could hold A swords. word? Of course, my lord. I have many decisions to make, and I wanted your advice. How are our defenses? What's the state of our defences? Are these men ready for what's coming? This lot, ready? No, but they will be. We post anyone who can hold a spear along the parapet, up where they won't get much scrutiny, and put our meanest, nastiest looking brutes front and centre. That'll show Ramsay we're a force in our own right. You've got to project power, especially when you're weakened. Thank you, Sir Royland. I'll let you get back to training these men. Thank you, my lord. And I'll be sure to watch out for more deserters. After today, I suspect there'll be more to come. Sollten mehr eintreffen, werden wir schon härter durchgreifen, wenn die alle versuchen, auf die gleiche Nummer zu kommen. I've decided to name you as my sentinel, Sir Royland. Thank you, my lord, but are you sure? Well, not entirely, I suppose, but I'm still considering you for the job. I see. Well, naming your sentinel is not to be taken lightly, my lord. Of course. Oh, jetzt haben wir das gesagt, was ich gar nicht sagen wollte. Reden wir mal mit Malcolm. Wir müssen immer noch eine rechte Hand einsetzen. Das ist der Onkel von Geralt, oder? Or should I say Lord Ethan? Hello, Uncle Malcolm. I saw what you did today. It's not an easy thing to do, showing mercy to a man who admits his guilt. But if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. I hope to be off tomorrow, at first light. But where are you going? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with him, to help the house. She said nothing of this to me. Because she fears you will not agree. I told her my place is here, that I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. I will hold, of course, until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. But you know that just as well. She's my mother. Of course I'll be gentle. Ja, wir müssen natürlich nett zu unserer Mutter sein. You're good-hearted, my lord. That is your true strength. But my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold,
Sir Royland is the man for the job. He'd be a fine choice. And I'd trust him. Why Sir Royland? We are at war. You need a warrior by your side. Royland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Glaube ich auch. Would offer sage advice, but now is not the time to negotiate. Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Ethan, I need to talk to you. Das sehe ich eigentlich genauso. Wir brauchen einen Krieger an unserer Seite. Es ist immer ganz gut, einen mutigen Mann an der Seite zu haben, der nach Stärke nach außen bringt. Ein weisen Mann an unserer Seite ist dann natürlich auch nicht verkehrt. Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. She always thinks of family above all else. Hopefully Lady Marjorie's influence will be enough. But right now I'm more concerned about you. I saw what you did to that man. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the war without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. But I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but... What? Ethan, please. Who should be the Sentinel? Who should I name as my Sentinel? It should definitely be Duncan Tuttle. He's dependable and smart, and everyone trusts his judgment. Sir Royland is unpredictable and likely to make matters worse. You've always given me good advice. Thank you. Ist natürlich auch richtig, ja. Wir brauchen einen klügeren Mann oder einen Krieger an unserer Seite. Das muss man jetzt entscheiden, auf was man es herauslaufen lassen will. Wir sind noch nicht durch. Gehen wir mit Duncan. Unsere zweite Wahl. Our provisions are rather low, my lord. I made the count again, just to be sure. But it doesn't look good. Eric said people were going to starve. Why can't we feed them? The war has taken its toll. Even our own stores for the house are dwindling. We couldn't withstand a siege, my lord. If the Boltons or the Whitehills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. But there are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. We can do it again, if you'd like. We've done it before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. If that's what's necessary to keep the house safe, then we must. Aye, a hard choice, but it's what has to be done. I'll see to the arrangements, my lord. Okay, der ist eigentlich eine gute Wahl, der Mann, ganz ehrlich. Der andere ist zwar ein Krieger, weißt du, der bringt die Soldaten auf Vordermann und der lässt sich nach außen stark aussehen, aber nicht immer ist Stärke der beste Weg. Diplomat. Yes, my lord. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. Oh. Wir fragen ihn. Direkt. As Lord, I must name a Sentinel. Of course. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes help you make a decision. Actually, I wanted to ask, why did you send Garrett away? I did it for your own protection, my lord. Garrett had to go. By sending him away myself, I thought it would keep you blameless in the eyes of the Whitehills. I only hope to give you an advantage, and I regret any action you disapprove of. That's a clever strategy. I do hope that's a good thing, my lord. Thank you, Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. Nun, ich will den eigentlich erst nominieren. Er sagt, ein Krieger soll es sein. Können wir nicht auf der Feier ihn zum Sentinel nennen? Schauen wir mal, ob wir das hier abbrechen können. Ich gehe mich mal gerade noch umschauen. Wir können hier zum Tower gehen, guck mal. So, alles klar. Ich sage mal danke fürs Zusehen. Wir werden uns in der nächsten Folge entscheiden, wer der Sentinel wird. Bis dahin, mach's gut.
For centuries, the Foresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. You rely on your ironwood, that much is clear. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do anything to prevent that from happening. Wouldn't you?